Herzlich willkommen bei Business Life TV, dem Magazin als Inspiration für Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit, beruflich wie privat. Bei mir im Studio ist heute Roland Weber aus Frankfurt. Herzlich willkommen, lieber Herr Weber. Guten Tag. Herr Weber, Sie sind Geschäftsführer von Green Towers. Ja. Da geht es um Hochhäuser, die auf Passivhausart und Weise gebaut werden. Was ist das genau? Ja, also in einem ersten Schritt, wir sind erstmal eine Technikfirma und wie Sie richtig sagen, wir haben im Grunde genommen die Hochhäuser, die meisten sind ja Glashochhäuser, passivhaustauglich gemacht. Das heißt, sie sparen 80% der Energie ein und sie sparen 50% des sogenannten Carbon Footprints ein. Und wir wissen, dass in den nächsten 3 Jahrzehnten etwa 3 Milliarden Menschen in die Städte ziehen oder die Städte wachsen. Die Frage ist ja, wie gestalten wir so einen Wandel? Die Städte werden immer größer, immer heißer. Und unser Beitrag dazu ist auch eine Gartenfassade. Die ist robust und einfach und eben preisgünstig genug, dass man sie in einem großen Maßstab implementieren kann. Wir arbeiten mit Kletterpflanzen und diese haben durchaus das Potenzial, sozusagen diese Hitzeinseln der Städte ein Stück runterzukühlen. Herr Weber, Sie sind ja auch sehr viel gereist. Ja, Sie sind ja grundsätzlich Frankfurter, aber waren ja viel in anderen Ländern auf der Welt. Haben Sie sich dort inspiriert zu dem Thema? Ja, ich hatte Gelegenheit in Russland über viele Jahre Europas größten Hochhausbauer technisch aufzubauen und zu führen. Und interessanterweise, es geht ja nicht nur darum, was irgendwie machbar ist, sondern auch, wie fühlt sich das selber an, wenn man also in solchen Hochhäusern arbeitet und wohnt. Man sollte ja immer auch das empfehlen, sozusagen, woran man selber glaubt. Und da sind schon viele Sachen gewesen, die sozusagen, wo wir gesagt haben, unser Team, das sind die Rosinen, die wollen wir uns rauspicken. Wir haben aber auch erkannt, wo sind sozusagen die Defizite, gerade im grünen Bereich. Und daran arbeiten wir, das eben doch deutlich zu verbessern. Jetzt erklären Sie mir das mit den Pflanzen nochmal. Also die Pflanzen tatsächlich an dem Haus haben tatsächlich, also ich sage es mal ein bisschen salopp, also die wenigen Pflanzen, ja, oder die paar Pflanzen im Verhältnis zu dieser unglaublichen Größe des Hauses, haben tatsächlich die Möglichkeit, das Klima in den Räumlichkeiten zu beeinflussen. Ja, das Klima sozusagen in Richtung Stadt. Wichtig ist ja, dass nicht nur kleine, ich sag mal, dass wir Primeln ins Schaufenster oder auf den Balkon stellen, sondern dass wirklich, so wie Sie das in Frankfurt an den Hauswänden auch sehen, die Kletterpflanzen dort, das sind richtig große Bäume. Und die haben das Horsepower, die haben die Kraft zu kühlen und auch Schatten zu spenden. Und das ist gerade im Zuge dieser Urbanisierung, dieses Wachstums der Kernstädte wichtig, dass wir da an den Fassaden was tun und dass das auch bezahlbar bleibt und im Wartungsaufwand eben machbar und bezahlbar bleibt. Im Zweifel muss man auch ein Stück weit über das Eigentliche hinausdenken. Ja? Also man muss eher sagen, es ist ja eine ganze Städteplanung letzten Endes. Ne? Wenn man sagt, heute leben 50% der Menschen in Städten, im Jahr 2050 sagt man, 2 von 3 Menschen leben in Städten, müssten wir letzten Endes heute ansetzen und sagen, das Thema ist zwar ein Haus oder ein Hochhaus auf eine bestimmte Art und Weise zu bauen, aber sicherlich ja auch gleichzeitig zu überlegen, in welches Umfeld setzen wir das denn rein? Also wie bauen wir unsere Städte? Ja, oder das hängt zusammen, also die Städteplanung, die Architektur und die technischen Lösungen. Und wichtig ist ja sozusagen die Vision grüner Fassaden, die ist sehr marktgängig, die machen viele. Aber wie schaffen wir das, sowas praktikabel zu machen und wirklich die technischen und konstruktiven Lösungen zur Verfügung zu stellen, dass es nachher funktioniert? Ganz interessanter Ansatzpunkt. Sagen Sie mal, wie lange steht denn so ein Hochhaus? Ja, es ist ja noch eine relativ moderne Erfindung, ein Hochhaus. Genau. Ja, in Frankfurt hat es ja in den 70er Jahren angefangen, ist das richtig? Genau, also ich kenne das als alter Frankfurter noch die 70er Jahre und das war damals sehr umstritten. Dann kam so die nächste Welle in den 90ern, wo ich mal meine, man hat doch viel richtig gemacht und ich denke, die Architektur hat viel dazugelernt.
Es ist aber schon interessant, so ein Hochhaus, das steht nicht ein paar Jahrzehnte, sondern das wird viele Jahrhunderte stehen. Wir haben weltweit 4.500 Hochhäuser über 150 Meter. Ein einziges wurde abgerissen. Das heißt, für uns ist es besonders wichtig, dass die Architektur wirklich gut ist und dass, sagen wir mal, auf eine ganz, ganz einfache Art die Menschen das schön finden. Ja, das ist, darf jetzt nicht Hochglanzbroschüren und Prospekte nur füllen, sondern diejenigen, die dort wohnen und diejenigen, die davon betroffen sind, auch von dem vertikalen Garten natürlich, die sollen das schön finden auf eine ganz unmittelbare Art und Weise. Und das ist unserem Team, auch den Architekten, wichtig gewesen. Wie darf ich mir denn das Wohngefühl in einem Ihrer Häuser vorstellen? Ja, also wir predigen, wir trinken das Wasser, das wir auch predigen. Und ich selber habe in Russland zweimal Gelegenheit gehabt, im Hochhaus selber zu wohnen. Und auch wenn Sie die Leute fragen, London zum Beispiel ist da ja schon wesentlich weiter in der Entwicklung. Die Leute finden die Aussicht toll. Und wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Bei uns spricht dieser vertikale Garten einmal natürlich zur Stadt, zu den Bewohnern, aber auch zu den Leuten, die wohnen, die also die Aussicht genießen durch das Glas. Und hier sind wir wieder beim Passivhaus. Wir wollen das offen gestalten. Das ist das, was die Menschen, die dort wohnen, schön finden. Und es geht eben um Licht, um Luft, um Sonne und um die Aussicht. Und sagen wir mal, das ist die Seite nach draußen. Das Hochhaus hat durchaus auch eine technische Seite. Es ist also barrierenfrei. Also wer alt ist, kommt in seinem Rollstuhl oder Rollator, kann sich seine Sachen des täglichen Bedarfs kaufen. Und es hat einfach seine praktischen Seiten auch nach innen. Es ist eine Sicherheit. Oft sagt man so gated community oder das führt eigentlich am Thema vorbei. Es ist an einem Hochhaus, da sind vielleicht 400, 500 Familien. Und das ist sehr einfach möglich, im Erdgeschoss jemand, der muss ja auch bezahlt werden, sozusagen vorzuhalten, der ansprechbar ist und der auch mal so ein bisschen nach dem Rechten guckt, nicht nur das Glasauge einer Videokamera. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie auch relativ große Außenbereiche vorgesehen, ja, also Balkons, Terrassen. Ja. Ja, das heißt, es ist tatsächlich quasi wie ein Wohnen in einem Hochhaus, aber dennoch mit eigenem Garten, so ein Stück weit? Ja, schon. Also wir wollen im Grunde genommen so ein Penthouse-Gefühl für jeden haben und eine Vielfalt. Also zum Teil sind es geschützte Bereiche, zum Teil sind es offene Bereiche. Und ja, dieser Garten, dieser Balkon, der verschattet auch wieder und spielt in das Passivhaus rein. Es ist also immer Lebensgefühl und Technik, die hängen dann stark miteinander zusammen. Das klingt ja nach einem ganz besonderen Wohnen, ja, auch schon ein Stück weit in Richtung luxuriösem Wohnen. Ist das so? Also wie sind die wirtschaftlichen Faktoren von Green Towers? Ja, erstmal ist das so. Also in einer ganz idealen Welt würden wir natürlich gerne, wer möchte das nicht, zu billigstem Preis ein Wohnen in der Höhe schaffen. Das ist aber nicht ungefährlich. Also das ist so ein bisschen in den 70er Jahren. Es werden sich ja viele Leute das angucken. Das heißt, es muss auch schön sein. Es geht nicht zum billigsten Preis. Aber wir sind durchaus in der Lage, das kostenmäßig auf einem mittleren Preisniveau darzustellen. Wir haben durch die Erfahrung auch meines Teams in Russland die Wirtschaftlichkeit dieser Hochhäuser im Kern erheblich weiterentwickelt. Und gut, vielleicht ist das auch mal eine Frage an die Politik zu sagen, es gibt irgendwo zwischen dem High-End und dem sozialen Wohnen vielleicht auch mal so einen mittleren Bereich, nicht? Der eben, ich sage mal eine Zahl, der nicht 10.000 Euro kostet, sondern 5.000, ist noch teuer genug. Das wissen wir, aber das wäre schon interessant, sozusagen die schwierigste Komponente ist die soziale Komponente, diese soziale Komponente auch mit reinzubringen, dass man eben nicht nur guckt, wie kann ich die Grundstückspekulation optimieren, die Grundstücke teuer machen, dann müssen die Finanzinvestoren nochmal einen richtigen Risikozuschlag haben und den brauchen sie nicht, weil sie böse sind, sondern den brauchen sie.
Und das ist sicherlich auch ein interessanter Ansatzpunkt in der Diskussion an die Politik, ob man nicht, ich sage mal, auf einer mittelteureren Preisebene so ein hervorragendes Produkt etablieren kann. Das heißt, ich höre raus, Sie haben das Produkt wirklich sehr, sehr vielfältig durchdacht, ja, architektonisch, eben im Hinblick auf den CO2-Ausstoß, im Hinblick auf das Wohnen, auch im Hinblick auf die preisliche Gestaltung und wie man das Leben dort drin auch eben gestalten kann, ja, mit möglicherweise Gated Community, was in die Richtung und einfach Wohnen im Hochhaus attraktiv zu machen tatsächlich. Genau, also ich sage mal, es ist einerseits sozusagen die grüne Hülle, aber wir brauchen auch die Karotte für die Investoren, es muss sich rechnen. Finance makes it happen und das muss am Ende einfach auch funktionieren. Und sicherlich ist eines, diese Hochhäuser, guten Hochhäuser sind tendenziell teurer. Das ist erstmal sozusagen the nature of the beast. Aber es bringt mehr an Lebensqualität. Also man kann durchaus eine hohe Lebensqualität auch aus einem etwas kleineren Apartment ziehen. Ich selber habe das selber gemacht in Russland. Ich hatte verschiedene Wohnungen zur Auswahl, irgendwelche großen, dunklen, oder ich hatte ein Hochhaus mit einer tollen Glasfassade, mit der Aussicht auf den Park, auf den Fluss. Und das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht als... Ganz schön. Ich merke schon, Ihr Herz schlägt sehr dafür, das Projekt. Und ich drücke Ihnen alle Daumen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir bald viele Green Towers rund um die Welt bewundern und bewohnen dürfen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Frankfurt. Vielleicht auch in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Liebe Zuschauer zu Hause, wir sind am Ende. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Business Live TV.